herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für einen würzigen Süßkartoffelauflauf mit Hackfleisch. Dafür als erstes 1 Kilogramm Süßkartoffeln schälen und mit einem Messer oder einem Hobel in dünne Scheiben schneiden. Da wir die Kartoffeln nicht vorkochen, sollten die Scheiben möglichst dünn sein und lediglich eine Dicke von ca. 2 bis 3 mm haben. Als nächstes eine große Zwiebel abziehen und in feine Würfel schneiden. Außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden ca. 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Danach 500 Gramm Hackfleisch, halb Schwein, halb Rind dazugeben und für weitere 3 bis 4 Minuten krümelig anbraten. Jetzt können wir die Gewürze dazugeben, je 1 Teelöffel süßes und scharfes Paprikapulver und eine gute Prise Salz und Pfeffer. Die Gewürze anschließend kurz unterrühren und zum Schluss kommen noch eine Dose gehackte Tomaten, 150 Milliliter Sahne und 150 Gramm Creme Fraiche dazu. Alles einmal gut unterrühren, dann zum Kochen bringen und vom Herd ziehen. Jetzt nur noch die Hälfte der Süßkartoffelscheiben in die Pfanne geben, alles einmal kurz durchmengen und danach kommt der Kartoffelhackmix in eine große Auflaufform. Einfach auf die andere Hälfte der Süßkartoffelscheiben, die habe ich schon vorher in die Auflaufform gegeben. Alles einmal gleichmäßig in der Form verteilen und zum Schluss noch 150 Gramm geriebenen Käse auf die Kartoffeln streuen und den Auflauf danach für 50 bis 60 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen schieben. Den fertigen Auflauf dann aus dem Ofen holen, noch ca. 8 bis 10 Minuten in der Form ruhen lassen und danach auf Tellern verteilen, eventuell mit etwas gehackter Petersilie garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.